Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen Virtue's Last Reward weiter und... Wenn ich jetzt auf Weiter drücke... Achso, dann kommen wir direkt zum Baum. Ach, das ist ja schön. So, ja, wir spielen Virtue's Last Reward weiter. Beim letzten Mal haben wir das Ende von Quark gesehen. Das klingt immer so doof, wenn ich das so sage. Wir haben das Quark-Ende gesehen. Wir haben erlebt, wie dieser Zeitstrang hier sein Ende fand. Und das war eigentlich wenig schön, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen. So wie viele Zeitstränge hier übrigens endeten. Wenig schön, wenn man mal so ehrlich sein will. In diesem Spiel scheint es verhältnismäßig schwer zu sein, irgendwie ein halbwegs zufriedenstellendes Ende zu erreichen. Etwas mit ein bisschen weniger Mord und Totschlag wäre irgendwie vielleicht auch mal ganz gut. Fürs Gemüt, aber nun gut. Wer sind wir denn schon, dass wir uns beschweren wollen? Also, wir haben viel in diesem Spiel bisher geschafft und gemacht und heute geht's dann irgendwo hier so weiter, weil jetzt fehlt uns eigentlich nur der rechte Pfad und diese Entscheidung hier und dann ist Schluss. Vielleicht ist dann Schluss. Vielleicht geht's ja noch weiter. Wer weiß das schon so genau. Egal. Bevor wir das jetzt allerdings tun, machen wir noch etwas anderes. Dachte ich. Nee, machen wir nicht. Ach so, doch. Naja, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir gehen mal kurz hier rein in die Crew Quarters, denn hier wollten wir sowieso nochmal rein. Es geht nämlich ums Telefonieren und um verschiedene Rufnummern, die man eventuell ausprobieren kann. Ich habe mir dann nebenbei... Sick way out. Ich habe mir dann nebenbei nämlich mal was aufgerufen, was unter Umständen dafür sorgen kann, dass wir gleich ein bisschen umher telefonieren können. Das zum einen. Zum anderen will ich mir heute jetzt allerdings auch tatsächlich mal die Zeit nehmen, weil viel Zeit haben wir in diesem Let's Play nicht mehr. Ich will mir heute dann auch mal die Zeit nehmen und die letzten Gold-Files mit euch durchgehen. Und ich sag mal so, ich muss mir jetzt eigentlich mit euch nur noch die Dinge angucken, genau, wo New steht. Und das sind 1, 2, 3 Seiten. Okay, alles klar. 3 Seiten, die ich jetzt mit euch angucken muss. Und die sind alle noch auf New geschaltet, weil ich mir die bisher jetzt selber noch nicht im Vorfeld angeguckt habe, so wie ich sonst immer gemacht habe. Im Wesentlichen denke ich mir jetzt allerdings auch so, wir sind jetzt an einem Punkt in diesem Spiel angelangt, wo auch diese Secret Files uns jetzt eigentlich nicht mehr großartig spoilern können sollten. Das meiste wissen wir sowieso. Deswegen, also, drauf geschissen und schnell. The facility has 2 stories, the top floor is referred, bla bla, there's a rumor, was? That the floors were actually named after a particular Swedish pop rock group from the 70s? But everyone involved in this project has insisted that is a vile and hurtful lie. Aber? Oder worauf wollen die jetzt hier hinaus? Okay, das finde ich lustig. Ja. Researchers Journal 1. When the body is infected with Radical 6, oh ja, hier, bla bla, Radical 6 reduces this to und so weiter und so fort. Das wissen wir alles, wie sich Radical 6 verhält. Das wissen wir schon aus dem Spiel heraus. Researchers Journal 2. Those infected by Radical 6 eventually develop a powerful urge to commit suicide. Ja, das haben wir das eine oder andere Mal mittlerweile mitbekommen. One theory holds that the disparity in time perception causes the brain to be flooded with massive amounts of information. Unable to keep up, it begins to fail. Whatever the cause, the infected invariably attempt to take their own lives, which is arguably the most terrifying aspect of this virus. Research suggests that a targeted antiviral could kill or at least disable. Our best hope now is to harvest antibodies. Genau so. Wir brauchen ein Gegenmittel für Radical 6, aber das wurde ja mittlerweile eigentlich schon gefunden durch Elsevier. Researchers Journal 3. The bodies of those dead from suicide are piled up along the roads leading into and out of town. The entire area reeks with the stench of decay. At times, every day I see more crows. Das ist einfach nur 1:1 wirklich das, was im Journal, ja, in dem Notizbuch stand, ne? Oh Lord, please, let their future to be a bright one. Let their future be a bright one. Ja, handful people, shelters und so weiter. This is an excerpt, ach hier steht's ja, from the Journal of a Researcher. Due to space constraints, some sections have been cut out. Ja, das Uninteressante wurde weggestrichen, aber gut, okay, so wissen wir nochmal. So konnten wir uns das jetzt nochmal in Erinnerung rufen. Was stand eigentlich im Notizbuch drin? Was Weil so wunderbar übersetzt hat. Warum wurde alles in Latein reingeschrieben? Jetzt mal ernsthaft. Egal.
So, warum wurde da alles in Latein reingeschrieben? Eigentlich ist das eine sehr gute Frage, die ich tatsächlich, also, ich möchte sie mal im Raum stehen lassen und ich möchte, dass mich irgendwann zu gegebener Zeit irgendjemand nochmal dran erinnert. Eventuell dann, erst sogar zu Zero-Time-Dilemma. Ja. Im Wesentlichen ist das wirklich eine interessante Frage, wenn ich mir das jetzt gerade mal so überlege. Aber egal, vielleicht habe ich gerade einfach nur Probleme damit, einen Zusammenhang so richtig zu erkennen. Gut, lassen wir das. Jumpy Doll. It sounds like someone named a doll Jumpy. But why? Ja, Jumpy, das kommt uns unter Umständen ein bisschen bekannt vor. Aber gut, okay, das war ja auch auf der Karte einer gewissen Frau Kurashiki zu finden, dieser Name, ne? The Secret of Quark's Head. Ach was. Don't you think his head looks kind of weird? There's that huge band that just wraps around his head. Is he hiding a pair of Ferengi ears? Or maybe he's just a young robot? Well, this is just between you and me, but he's got missiles in there. The sides of the head are hiding those pods, like you see on helicopters on SAM sites. Except these missiles are tiny, and when he gets in trouble, both sides of the head open up, and they just fly out. They just fly out all at once, like pshuu. Just kidding. Actually, he just keeps snacks in there. Das mit den Raketen wäre aber sehr interessant gewesen, weil so wäre wenigstens das Geheimnis gelüftet, wie etwaige Teilnehmer hier doch entkommen können, sobald die Nummer 9 Tür endgültig zu ist. Aber naja. Axelovir. An antiviral medication made to counterattack Radical 6. More specifically, it's an antibody with a natural resistance to the virus. It was found and extracted from an individual in 2038 and then replicated using the IG replicator. An Axelovir injection is the only known way to fight off a Radical 6 infection. 2038? Moment. 2028 fand angeblich der Ausbruch von Radical 6 statt, oder? Nee. 2028, 2029? Ich komme gerade durcheinander. Was hat der Zeitungsartikel? In dem Zeitungsartikel war gar kein Datum genannt, oder? Oder doch? Ich bin gerade... Jedenfalls um den Dreh herum. Es wurde ja auch glasklar gesagt, also am 25. Dezember gab es noch keinen Radical 6 Ausbruch, bla bla bla, weil Sigma wurde da erst geschnappt und vorher gab es noch keine Pandemie. Aber kurz danach muss es ja irgendwie mit der Pandemie losgegangen sein. Also von daher, unterm Strich, was ich jedenfalls festhalten wollte, 10 Jahre wurde dran geforscht, gewerkelt und dann war es plötzlich da. In dem Notizbuch klang das irgendwie ein bisschen krasser, oder? War da nicht die Rede von 20 Jahren oder so? Na gut, kann ja vielleicht auch in der Hälfte der Zeit mal gehen. Wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat, dann kann man vielleicht auch so ein Heilmittel mal in 10 Jahren erforschen. Passt schon. Gut, Prisoner's Dilemma. Apple and Banana committed a serious crime. Okay, ja, and were arrested. Gut, bla bla bla, das wurde uns im Endeffekt auch schon lang und breit erklärt. Antimatter Bomb. This bomb uses the energy generated by the collision of particles and antiparticles. So, how does this work? Phi explains. Ja, ihre wunderbare Erklärung mit männlich-weiblich. Create something like a baby. So, in other words, an antimatter bomb makes an exploding baby. Does that make sense? Maybe. Just maybe. Nein, Miaubi. Just Miaubi. Detonator. This is a device that will detonate an antimatter bomb. Technically, it's called a remote triggering detonation signal device, but that takes a really long time to put out, so we'll just use detonator. This particular device has two modes of operation, immediate and delay. Pressing the switch when you are less than a meter away from the bomb will trigger the immediate mode, and the bomb will detonate immediately. If you're more than a meter away from the bomb, however, pressing the switch will activate the delay mode and the bomb will explode 30 minutes later. Aha! Das heißt, theoretisch hätte Dio die ganzen Dinger auch sofort immer zünden können. Aber kam bisher nie dazu, weil ja der Detonator, das kleine Gerät hier, ihm immer aus der Hand geschlagen wurde, so dass es dann irgendwie 2-3 Meter neben ihn gefallen ist und dann ging es halt los mit dem Timer. Cybernetic Arm. A device originally created to weaponize genetically engineered psychic beers. What? Just kidding.
It's actually an arm augmented for online sex chat. Not really. In truth, it's the arm from a mysterious libido-powered robot. I'm just messing with you. A cybernetic arm is actually a mechanical limb that you can control with your mind. Really. It has titanium alloy for bones, and those are covered with ABT, or artificial biological tissue. The ABT even has artificial nerves, so you can feel pain through it just like a real arm. It has veins that connect to the rest of your body, so if you inject medicine into a cybernetic arm, it'll flow to the rest of your body. Jo, gut, das wissen wir mittlerweile. Luna's necklace. The necklace Luna is never seen without has a cage containing a blue bird hanging from it. If you twist the key on the bottom, it plays music. Someone special gave it to her as a gift, and she says it reminds her of the following lesson. Search for happiness wherever you can, because the search itself is what will make you happy. Ja, eine sehr schöne Geschichte, die hinter dem blauen Vogel steckt. 3 Laws of Robotics. Okay, das haben wir jetzt mittlerweile schon mehrmals gehört. Von dem berühmten Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Hab nie ein Buch von ihm gelesen, offen gesagt. Aber soll man wohl auch noch in der heutigen Zeit einigermaßen lesen können. Die Bücher sind ja auch schon uralt. Also, was heißt uralt, aber haben auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Dementsprechend, ja. Aber das sind ja so Dinge, wird ja auch immer wieder, nicht nur in diesem Spiel erwähnt, sondern auch generell kommt es sowas ja eigentlich immer wieder zur Sprache, wenn es irgendwo um Roboter geht oder so, ne? Dann werden diese ganzen Asimovschen Gesetze herausgeholt, dann wird gesagt, Roboter müssen sich doch eigentlich so und so verhalten, wie es da immer gesagt wird. Aber, naja. The 0th Law of Robotics. Das 0. Gesetz. A robot may not harm humanity or by inaction allow humanity to come to harm. Clearly, the law has priority over the first 3. So the first law would have the unwritten abandon, except where this would conflict with the 0th law. Whether or not 016 was aware of this law is unclear, but in any event, 016 did act in accordance with it. Das 0. Gesetz, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen. Oder... Ja gut, das ist tatsächlich etwas, woran sich Luna jetzt in dem Sinne nicht gehalten hat. Oder doch gehalten hat. Ui, ui, ui. Alles nicht so einfach. Ja, lassen wir mal so im Raum stehen. Okay, so, und die letzte Seite? Sun, Moon, Star Key. 3 different types of card keys generally found. Without them you can't open the AB gate. The Moon Key, bla bla. Okay, gut, 3 Karten kennen wir mittlerweile. Slingshot. An elementary device that uses rubber to launch a small projectile. Frequently used by adolescent ne'er-do-wells. Aha. Can be used as a necklace, but this is not recommended. Good. Test site mystery. The site in question was for a simulated manned mission to Mars held in the Nevada desert. On New Year's Eve 2028, the audio logs from the simulation contain a woman's voice, assumed to be one of the test subjects, saying the following: 6 of us are dead. Counting myself, there are only 3 left. I guess you could say I killed them. No, that's not quite right. Not just them. Not just these 6. All of them. All 6 billion. Most evidence seems to suggest that this was the beginning of the Radical 6 outbreak and that the Nevada facility was the epicenter of the pandemic. Ja, das war die Botschaft, die wir uns angehört hatten, die ja auf der einen Karte, glaube ich, drauf war. Genau, die hatten wir uns in der Krankenstation, Infirmary, dann schließlich an dem einen Bildschirm da angehört. Die Sprachnachricht, wo Telmiucci irgendwie ein bisschen mehr drüber wusste. So schien es zumindest. Termite. A general term used to refer to the insects in the epifamily of Termitobla, of the cockroach order Blatodea. That's right. Even though they are sometimes called white ants, termites aren't even in the same family as ants.
They are in the cockroach family instead. Aha, das wusste ich auch nicht. Also, king crabs are in the hermit crab order. And the remora is in the perciforms order. Wieder was gelernt. Have a nice. Word 0 the third says before he leaves. Have a nice trouble, have a nice tragedy, have a nice trust. Hatten wir es nicht sogar schon mal? Weiß nicht, kommt mir so bekannt vor. Conjunction. A term used in positional astronomy. Put simply, it means that two celestial bodies appear near one another in the sky. When used in the context of our solar system, it often refers to a position where a given celestial body is aligned with the Sun. For example, when Mars is on the opposite side of the Sun from Earth, it is considered to be in conjunction with Earth. Mercury and Venus, which orbit closer to the Sun than the Earth does, have two types of conjunction. When they are hidden on the other side of the Sun, this is referred to as superior conjunction. When they are lined up on the near side of the Sun, this is called inferior conjunction. Aha, Astronomie. Na gut. Tamiyuchi's picture. This is a photograph that Tamiyuchi was holding. The subject is a girl named Akane Kurashiki. Akane was one of the people who appeared in this game's sister title, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, as a childhood friend of Junpei, the title's main character. In 999, she was 21 years old. This picture was taken 9 years before then, when she was 12. Look at the left side of the picture. If you look closely, it almost looks like there's a man grinning in the background. Do you see him? Don't worry if it seems a little strange. A spirit medium has told us that the person in this picture is a guardian spirit who is looking after her. He must have shown up here because he'd heard what sort of destiny she had in store and decided to see how she was doing. Ist mir nicht aufgefallen. Gut, sucht euch nochmal das Video raus, wo man dieses Bild hier in Vollbild sieht und wo kein blöder Text davor ist, sodass man das eventuell tatsächlich sehen kann. Man sieht da echt ein Gesicht auf der linken Seite? Na gut. Kein bisschen unheimlich, aber egal. So, okay, das waren die letzten, die wir jetzt lesen konnten. Ansonsten stehen uns noch 2 Seiten bevor, aber dafür müssen wir erstmal etwas schaffen. Und ja, also, was heißt etwas schaffen? Wir müssen noch 2 Rätselräume machen und nur dann bekommen wir die noch beiden fehlenden Gold-Files. So. Soll uns für den Moment dann gar nicht weiter beschäftigen, sondern stattdessen gehen wir jetzt hier herüber zum Telefon und gucken mal. A phone. Is it connected? Ja, mir wurde gesagt, was soll ich denn? Ich glaube, die 1 soll ich noch anrufen? This appears to be the internal line button. 1 probably means room 1. That's the room I'm in right now, so it would probably call here. Actually, that probably just wouldn't do anything. I mean, it's not like you can call yourself with only 1 phone. But there's no harm in trying, right? Nope, nothing. Pressing the 1 button is probably pretty pointless. Aber mir wurde gesagt, dass da irgendwas kommen soll. Where should I call next? I think it'll just try and connect to this phone. There's no point to pushing that button. Hello? It's Sigma. Oh, hey Sigma! How's it going? Terrible! I've been kidnapped and now I'm trapped! Gosh, I'm sorry. You're not the only one though. I'm trapped too. What? I'll always be with you. Don't you ever forget that? Thanks. Man, this is sad. Okay, schönes Selbstgespräch. Danke dafür. Ja, hatte Tim mir damals geschrieben, dass ich das irgendwie verpasst habe. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es wohl irgendwie noch ein paar Nummern, die man so anrufen kann. So ein bisschen Easter Egg-mäßig. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der 8008? Sieht übrigens aus wie Boop.
Aha. Ausrufezeichen 378 163 771 5134 4506. Ah. Ihr müsst das verkehrt rumlesen. Und die Ziffern so quasi als Buchstaben betrachten. Dann werdet ihr hier lesen: Gosh, he is eligible. What in the name of? Ja, nein, ich wollte nicht in das Menü. Okay. Interessant. So, dann hätten wir als nächste... Was mache ich hier die ganze Zeit mit den scheiß dummen Cursern? Dann hätten wir als nächstes noch die 5309. Jenny. Hello, can I help you? Hey, I got your number on the wall. Hä? She hung up. So, um das jetzt zu verstehen, muss man ein bisschen musikbewandert sein. Denn das Ganze ist eine Referenz zu einem Song, der 8675309 Jenny genannt wird. Bestimmt irgendwas Amerikanisches. Ich habe keine Ahnung. Hab noch nie von dem Song gehört, offen gesagt. Kann mir nicht vorstellen, dass der in Charts hierzulande sehr weit oben war. Aber egal. Hat bestimmt auch schon Ewigkeiten auf dem Buckel. Aber könnt ihr ja mal nach googeln oder so, wenn euch das interessiert. So, der nächste wäre 3141. The first examples appeared sometime around 9500 BC, a time known as the Egyptian Neolithic period or the New Stone Age, when stone tools shaped by polishing or grinding were becoming common. Often they took the form of gallets, with honey concealed inside a wrapping created from ground oats, wheat, rye or... Do you ever stop? So, 3141 ist, wenn mich nicht alles täuscht, das sind die ersten Ziffern von Pi. Und der liebe Herr Euler, der uns da eben gerade so höflich am Telefon nicht begrüßt hat, das ist irgendein Mathematiker oder so, der vielleicht irgendwas zu Pi zu sagen hatte. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Gut, okay, und dann haben wir noch eine Nummer. Die 69. Diese Easter Eggs wirken gerade ein bisschen random, oder? Die nächste ist jedenfalls die 6969. Ready for the time of your life, sweetheart? Only $24.95 a minute. Ah, that's a little too rich for my blood, thanks. Sigma, was ist los mit dir? Das ist der Anschluss von Zero. Du brauchst hier nichts bezahlen. Ah, na gut. Okay, die 69 wäre also eine Sex-Hotline gewesen. Naja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, schön. Hätten wir das jedenfalls, okay. Habe ich das an der Stelle auch noch gezeigt? Also, ihr bekommt hier an der Stelle fast alles mit. Ich bin total stolz auf mich. So, dupdidup, wir springen wieder. Und zwar springen wir hier zu der Entscheidung. Und dann geht es jetzt darum, in welchen Raum wir als nächstes gehen wollen. Und diesmal wollen wir in die rote Tür gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das bedeutet, dass wir auch wieder mit Weil zusammen unterwegs sind. Bla bla bla, ganz große Diskussion. I felt about... Yes. Yeah, that's fine. I don't have any problems with it. There are no objections. Then we're all set. Let's go, everybody. 10 seconds remain until chromatic doors close. 9, 8, 7. We nodded quickly to one another and split up. Kay, Quark and Alice headed for the green door, while Tamuchi, Dio and Clover ran toward the blue one. My feet slapped against the hard metal of the warehouse floor
and Luna, Phi and I ran to the red chromatic door at the next stage of the nonary game. 2, 1, 0. Chromatic doors closing. Jo, ist doch perfekt. Da bin ich jetzt quasi auch mit meinen Lieblingsfrauen unterwegs, weil zu Luna habe ich ja, also aufgrund der Geschehnisse der letzten Zeit, zu Luna habe ich doch eine sehr intensive Beziehung jetzt schlussendlich aufbauen können. Und ja, Phi ist manchmal ja ganz schön lustig. Oder so. Hä? Is this a dead end? All 3 doors seem to be locked. Yeah, looks like it. I wonder what this thing is. It looks like the thing next to the number 9 door. It's got a lever. Try pulling it, Sigma. Why should I? It might be dangerous. Maybe it'll trigger an explosion. Or possibly it shocks you when you pull it. Who knows? Right. Then I have no choice. Did you really think I'd say that, you heartless monster? There's nothing on either side, is there? What's that supposed to mean? Ah, sorry for the confusion. I was talking about your breasts. What? It's called dressing modestly. I'll have you know I'm a C-cup. Okay. Interessante Information. If you're a C-cup, I'm packing 12 inches. Stopp, wie sind wir denn auf einmal in diese Diskussion gekommen? Das geht mir jetzt schon wieder ein bisschen zu schnell. Aber na gut. We continued in that vein for some time until... bis es Luna zu bunt wurde. Okay. Hä? What? It sounded like you two might take a while, so I pulled the lever. Danke, Luna. Vielen Dank. Is that okay? Only the one on the left opened. The others are still shut tight. Well, we should get going anyway. Yeah. Yep. Huiuiuiui. Na gut. So, oh, gänzlich neuer Raum. Natürlich. Hier waren wir noch nie. What is this place? It looks like some kind of control room. I can see a huge machine of some sort on the other side of this window. Maybe a generator? Right, well, let's split up and look around. We need cards with a moon on them for the next AB game, right? Yeah. They're probably in this room somewhere. Then let's get started. Tjo. Seek way out. Nun gut, und wir dürfen uns jetzt wieder ein bisschen umschauen. Und das machen wir vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen in diesem Part. Nur noch ein bisschen, aber naja. So, hoppala. Oh, das ist ja... Wir haben hier... Was ist da hinter der Scheibe? Und warum... Wir haben hier eine große Schalltafel und wir haben hier sehr viel komisches Zeug. Oh Mann, das sieht ja... Sie verhältnismäßig groß aus, sieht aber sehr spannend aus. Isn't that the door we came through? I don't think there's any point in going back out. Yeah, you're right. Gut, dann halt nicht. Hier nicht, da nicht, dort nicht. This looks like it's the control panel. It's covered with screens and buttons and so on. Okay. Können wir uns irgendwas hier näher angucken? Nö. Die Bildschirme auf der Seite findet er jetzt allesamt mal nicht so interessant. Control Panel findet er alles nicht so interessant. Das ist ja spannend. Hätte man annehmen können, dass man hier irgendwelche Knöpfe drücken kann oder so. This looks like the control panel. Ah, man kann reingucken. What is that thing? An octopus? That's a pretty big octopus. Yeah, it would take us all our lives to eat something that big.
Don't eat it. I think that maybe that's an annihilation reactor. Annihilation? You mean like that bomb? Yes. The core of the annihilation bomb would work on the same principles. I think Phi knows a lot more than me about these things, though. Well, I wouldn't say that. I've just picked up a few tidbits of information here and there. Tidbits, huh? If it is what Luna thinks, it should be pretty simple. There's going to be a bunch of matter and antimatter in there. Probably hydrogen and anti-hydrogen, bumping into one another. When they annihilate one another, that's where you get the name, and release a bunch of energy. You can actually calculate how much energy by taking the mass defect and... Ah, stop! Too complicated. You're saying that octopus thing is a machine that runs off annihilation energy, right? Well, machine is a weird way to put it. It's more like an engine, like a steam engine, or an internal combustion engine. Just better. All of the electricity in this facility is generated by Mr. Octopus. So that would make this room... Yes. This is Mr. Octopus's control room. Aha, interessant. There's a big mechanical octopus behind the glass. Apparently it's some kind of power generator called an annihilation reactor. Hier bezieht die ganze Anlage also ihre Energie her, wenn ich das richtig verstanden habe. Interessant. So, wir können jetzt tatsächlich mal was angucken. Test-Clipboard. Ein Test-Clipboard. Da steht Test. There's a piece of paper on that clipboard. It says test. Each letter's written in a different color. The T is green, the E is blue. The S is yellow and the second T is pink. They all look like they've been written with a highlighter. Okay. A clipboard with a piece of paper that says test on it. Each letter is written with a different pen. Na gut, ist vielleicht wichtig. A laptop. It's got something on the screen. It's the letter T. Huh? Did you see that thing plugged into the side of the laptop? Yeah. It looks like a memory stick. Ja, kann ich ihn nehmen oder was? There's a T on the screen. There's something plugged into the right side of the laptop. I wonder what it is. Ja, dann nimm's doch. Er nimmt es nicht. Doch, jetzt. USB-Scanner. I don't think this is a memory card. What? Unless I miss my guess, it's actually a portable scanner. See? There's a thin slit on the end. Just wave the part over any images or text you want to scan. Then you can just plug it back into the laptop. And look at whatever you scanned. Neat. Kann ich das Ding kombinieren mit dem hier? USB-Scanner Yellow. Okay. Hä? Huh? The screen changed. Do you think it's because you pulled the thing out? Packen wir wieder rein. Oh hey, the screen's blue now. This is... Okay, das ist der schnellste Raum der Geschichte. Was zum Teufel? Ich bin keine 5 Minuten hier drin und ich habe schon das erste Passwort. Looks like a password. You think this is for the panel on the safe? I assume so. What the hell? Okay, interessant. Ja gut, dann ist ja klar, was wir machen müssen. Wir müssen den komischen Scanner dann nur über irgendwas anderes drüber fahren und dann haben wir eventuell schon das andere Passwort. Kann das sein? USB Yellow.
es bleibt bei Yellow. Na gut, dann bleibt es halt bei Yellow. Schon in Ordnung. Gut, nehme ich mal so hin. Schön. Ja, das läuft erfolgsversprechend hier. This looks like the control panel. It's covered with bla bla bla. So, was haben wir hier? Ah, Hebel. Hey, I think you can move these. Oh, you're right. Hat keine Angst, was da eventuell passieren könnte? It says off on the top and on the bottom. Okay, hier muss ich irgendwas Bestimmtes machen. Also, dass die in einer bestimmten Reihenfolge betätigt sind, meine ich. Und dann kann man hier seine helle Freude haben. Und das hier ist der Ausgang. Na gut, okay. Ich finde, das hier ist ein wunderbar spannender Zeitpunkt, um dann wieder eine Pause zu machen. Das erste Passwort dieses Raumes haben wir schon. Da kann der Rest doch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hoffentlich. Vielleicht. Eventuell. Man darf gespannt sein. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein mit Virtuous Last Reward. Und ich sag dann einfach mal wieder Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.